Also Leute, ein 45 Kilo schwerer Golden Retriever hat eine Familie komplett schockiert, als ihr Baby die allerersten Schritte gemacht hat. Die Reaktion von diesem sanften Riesen wird euer Vertrauen in bedingungslose Liebe wiederherstellen. Krass! In dieser Geschichte hat das, was dieser 45 Kilo Golden Retriever gemacht hat, das Leben einer Familie für immer verändert. Dieser stille Held namens Bruno hat etwas völlig Unerwartetes getan. An dem Tag, als die kleine Lena ihre allerersten Schritte gemacht hat. Und alle, die diesen Moment miterlebt haben, konnten ihre Tränen nicht zurückhalten. Aber der wahre Grund hinter Brunos Reaktion, das war der wirklich herzzerreißende Teil, weil dieser massive Hund ein schmerzhaftes Geheimnis aus seiner Vergangenheit mit sich trug, von dem niemand wusste. Vor 3 Monaten war Bruno nur ein weiterer ungewollter Golden Retriever im Tierheim von München. 45 Kilo pure Muskelmasse mit verfilztem goldenem Fell, das Geschichten erzählte, die niemand hören wollte. Die Tierheim-Mitarbeiter hatten die Hoffnung aufgegeben. Er ist zu massiv, zu überwältigend, sagten sie. Keine Familie wird ihn jemals wollen. Aber sie hatten keine Ahnung, dass das Schicksal eine völlig andere Geschichte schrieb. Falls ihr noch nicht abonniert habt, das sehe ich. Und ehrlich gesagt bricht das mir ein bisschen das Herz. Als die Familie Weber Bruna zum ersten Mal hinter diesen kalten Maschendrahtzäunen entdeckte, erwachte etwas in diesem sanften Riesenherz. Lena, gerade mal 9 Monate alt, streckte ihre winzigen Finger zu seinem enormen Kopf aus. Und in diesem kostbaren Moment passierte etwas wahrhaft Magisches. Bruno, diese 45 Kilo Kraftmaschine, blieb völlig still wie eine Statue und ließ zu, dass diese zarten kleinen Finger seine vernarbte Nase berührten. Würde er der Beschützer dieses zerbrechlichen kleinen Lebens werden oder würde seine schmerzhafte Vergangenheit zu überwältigend sein? Wochenlang beobachtete Bruno Lena aus vorsichtiger Entfernung. Jeden Morgen positionierte er sich genau 6 Schritte entfernt von ihrem Spielbereich in ihrem Wohnzimmer in Hamburg, hielt gerade genug Abstand ein, um sicherzustellen, dass sein massiver Körper ihr nicht versehentlich schaden würde. Die Familie bemerkte diese durchdachte Distanz, nah genug, um sie zu bewachen, aber weit genug, um sie sicher zu halten. Der erste Durchbruch kam an einem ruhigen Dienstagmorgen. Lina hatte ihren Lieblingsstoffhasen gerade außerhalb ihrer Reichweite auf den Parkettboden fallen lassen. Sie streckte ihre kleinen Arme aus und machte diese süßen Babylaute, die eindeutig »Hilf mir« bedeuteten. Bruno machte einen vorsichtigen Schritt nach vorn und setzte jede massive Pfote bewusst. Sein enormer goldener Kopf senkte sich langsam, sehr langsam, und sein sanftes Maul schaffte es, das winzige Spielzeug aufzuheben. Er legte es direkt vor Lina und trat dann zu seiner üblichen Schutzentfernung zurück. Die Familie schaute in betäubtem Schweigen zu, ihre Augen voller Erstaunen. »Hat er gerade wirklich?« flüsterte Linas Mutter ungläubig. Aber der unglaublichste Teil dieser Geschichte fing gerade erst an. Wenn herzerwärmende Geschichten wie diese eure Seele berühren, seid ihr definitiv am richtigen Ort. Denn was Bruno als nächstes tat, war wahrhaft außergewöhnlich. Das war nur der Anfang von Brunos Verwandlung von einem gefürchteten Riesen zu einem hingebungsvollen Wächter. Jeder Tag brachte frische Momente der Zärtlichkeit, die selbst das kälteste Herz schmelzen würden. Wenn Lina während des Mittagsschlafs weinte, näherte sich Bruno ihrem Kinderzimmer und machte die sanftesten Wimmerlaute, als würde er versuchen, sie mit seiner eigenen Stimme zu beruhigen. Oh, that's nice. Wenn Paketboten oder Nachbarn an ihre Haustür kamen, positionierte sich sein massiver Körper zwischen ihnen und Lena, nicht bedrohlich, sondern beschützend, wie ein fälliger Leibwächter.
Als Wochen zu Monaten wurden, erblühte etwas Wunderschönes in Bruno. Etwas Stilles, aber Tiefgreifendes. Ein Samen namens Liebe fasste Wurzeln im Herzen dieses 45 Kilogramm schweren, sanften Riesen. Give him a hug. Oh. Lena war jetzt 11 Monate alt und zog sich ein Möbeln hoch. Ihre Beine wurden täglich stärker in ihrem Berliner Zuhause. Bruno spürte, dass etwas Bedeutsames nahte. Seine Sanftheit wurde noch bemerkenswerter. Nachbarn, die früher die Straßenseite wechselten, hielten jetzt an, um die zärtlichen Momente zwischen dem massiven goldenen Retriever und dem kleinen Mädchen zu beobachten. »So etwas habe ich nie gesehen«, sagte Frau Schmidt. »Er behandelt sie wie zerbrechliches Glas.« Dann kam der Tag, der alles testen würde, was Bruno über Liebe und Schutz gelernt hatte. Lena übte das Stehen am Eichencouchtisch, als die Familie Weber in der Küche das Mittagessen vorbereitete. Plötzlich hallte ein erschreckter Schrei durch das Haus. Alle hielten den Atem an. Dann krachte etwas Schweres zu Boden. Bruno zögerte keine Sekunde. Sein 45 Kilogramm Körper durchschnitt die Luft wie ein goldener Pfeil. Im Wohnzimmer entdeckte er Lena, rückwärts gestürzt, ihr winziger Kopf gefährlich nah an der rasiermesserscharfen Granit-Couchtischecke. Sie schluchzte verängstigt. In diesem Leben- oder Todmoment offenbarte sich Brunos wahre Natur. Ohne zu zögern schob er seinen enormen Körper zwischen Lena und den Tisch, schuf ein schützendes Polster. Sein massiver Körper nahm den vollen Aufprall auf und Lenas Kopf landete sicher an seiner Brust statt an der tödlichen Ecke. Die Familie fand Bruno, wie er Lena mit seinen Pfoten wiegte und sanft ihre Tränen wegleckte. Die Tischecke hatte eine Delle von Brunos Schulter. In jener Nacht näherte sich Bruno zum ersten Mal Lenas Bettchen ohne Einladung. Mit Tränen in den Augen nickten die Eltern zustimmend. Bruno legte seinen Kopf neben ihrer Hand und im Schlaf schmiegten sich ihre Finger in sein goldenes Fell. Bruno rettete nicht nur Lena vor dem Sturz, er rettete sich selbst vor einem Leben des Ungewolltseins. Flüsterte Lenas Vater. Der nächste Morgen brachte das Wunder. Lena machte ihre allerersten Schritte, aber nicht zu ihren Eltern. Sie lief direkt zu Bruno, ihre Hände griffen in sein Fell zur Unterstützung. Von da an erkundeten sie jeden Morgen gemeinsam den Garten. Dieser sanfte Riese hatte seinen Zweck gefunden. Als Schutzengel mit 4 Beinen und einem Herzen größer als sein enormer Körper. Was definiert wahren Heroismus? Körperliche Stärke oder bedingungslose Liebe?